Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Paradies. Schaut mal, so sieht das hier aus. Aber schaut mal, was ich hier unten entdeckt habe. Da steckt eine Machete. Und natürlich nehme ich die jetzt und werde damit erstmal richtig schön eine Kokosnuss zerfetzen. Aber guckt euch das mal an. Die ist echt in fiesen Zustand. Aber das ist schon ganz geil, ne? Machete ist schon cool. Warte mal. Oh, hört ihr das? Da liegen Kokosnüsse. Also, Arbeitsauftrag erkannt. Heute machen wir ein bisschen Machete-Fachsimpeln. Wie funktioniert eine Machete eigentlich und wieso ist die krumm? Naja, und wie macht man damit eine Kokosnuss aus? Wie schärft man so ein Riesenteil überhaupt? Und überhaupt, lasst uns mal loslegen und ein bisschen Männerspielzeug hier wieder machen. Was ist eigentlich eine Machete und wie unterscheidet das eigentlich vom riesigen Küchenmesser? Und das ist der spannende Teil hierbei. So riesig ist der Unterschied nämlich gar nicht. Man denkt immer, eine Machete hat so eine ganz dicke Rückenstärke, aber schaut mal hier, der Rücken, der ist ziemlich dünn. Das sind hier vielleicht, ich würde mal sagen, 2 Millimeter oder so. Schaut mal, das ist ein ganz dünnes Teil. Wenn der jetzt dicker wäre vom Rücken und wir würden jetzt so ein 4 mm, 5 mm fetten Rücken machen, ne? Und wir hacken dann irgendwo rein, dann würde die sich ja in der Kokosnuss in diesem Fall oder in irgendeinem Ast oder was auch immer, würde die sich ja verkeilen. Und deswegen muss eine Machete möglichst dünn sein zum Rücken, damit die auch richtig so einfach durchflitzt. Das probieren wir auch gleich aus, wie gut das geht. Ich bin da echt gespannt drauf, weil das ist halt hier nicht so ein Ding, was man in Europa kauft, sondern die ist hier echt hart im Einsatz. Aber ihr seht, die ist hier richtig ausgefetzt. Also die hat echt viele Scharten hier überall drin und ist böse in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das wollen wir jetzt erstmal wieder reparieren. Also, wo kriegen wir jetzt was zum Machete-Schärfen her? Ich habe das Diamantleder Essential dabei, aber das ist mir zu fein. Und um die Scharten damit rauszuschleifen, da vermisse ich das Unlimited, weil das hat ja die grobe Fläche drauf. Damit könnte man das super cool machen, habe ich aber nicht. Also muss ich improvisieren. Kommt mal mit. Also ich habe ja hier auf der Fensterbank, habe ich ja den Notfallschärfer mitgebracht. Das ist so ein Durchziehding. Damit testen wir nämlich mal. Ich sage ja immer, wenn das Ding Scharten hat, ne, und ihr zieht dann mit diesen Hartmetalldingern da drüber, werden die nur schlimmer. Und das probieren wir jetzt mal aus. Das stelle ich nämlich jetzt unter Beweis, dass das nicht das richtige Werkzeug ist. Jetzt laufen wir erstmal schön mit der großen Machete hier durchs Feriendorf. Kommt mal mit. Ah, falsche Richtung. Warum nicht mit einem Durchziehschärfer? Ich sage ja immer, jedes Schlagloch, was man hat, wird, wenn man es durchfährt, immer größer. Und genau so ist das hier auch. Also wenn ich das jetzt nehme und ich fahre jetzt hier über... Ja, das hört ihr schon, hört ihr das? Also das Singen von der Machete gefällt mir, nur das Durchziehen nicht. Weil man kann ja gar nicht jetzt wirklich eine glatte Fläche beischleifen, sondern im Endeffekt bleibt man hier mit diesen Hartmetallzähnen, die hobeln ja so richtig Späne raus. Und logischerweise, wenn da ein Schlagloch ist, hören die ja an dem Schlagloch nicht auf, sondern dann bleiben die da drin hängen. Man backst mit diesen Hartmetallzähnen da rein und reißt dann einfach weiter. Und dadurch wird alles im Prinzip noch rauer. Das Ding arbeitet damit, dass man wieder eine raue, aufgeraute Schneidkante hat. Deswegen, wenn ihr so auf der Messe seht, dass die Leute damit so schärfen und dann ihr zeigen, Papier zu schneiden, das geht, solange man zieht, geht das gut. Aber wenn ihr damit irgendwie dann mal dreimal geschnitten habt, ist das Raue wieder weg. Ich will nicht wissen, wo die ganzen feinen Metallspäne dann gelandet sind. Wenn es Küchenmesser sind, wahrscheinlich im Essen. Und ja, und dann hat man wie diese Rauigkeit wieder nicht. Wenn ich die jetzt so fühle, ist die echt rau, aber auf eine Rasierschärfe oder dass die im Fingernagel stecken bleibt, darauf wartet man vergebens. Also deswegen, für Notfallgeschichten, um einfach mal wieder ein bisschen irgendwas in die Gänge zu kriegen, kann man sowas nehmen. Aber bitte, wenn ihr ein Schmiedeglutmesser oder irgendwas anderes habt, was hochwertig ist, zieht das nicht durch so Durchziehschärfer durch. Die gibt es in allen Varianten zum so durchziehen und zum so und was auch immer. Lasst das, schärft das richtig. Wir hier hinten sind Bauarbeiter, die bauen hier irgendwie noch ein Bungalow oder so. Mal gucken, ob die nicht noch was Werkzeugtechnisches haben. Das Teil dürft ihr behalten. Könnt ihr behalten, Katzi, ne? Jo. Komm.
So, jetzt fragen wir mal die Locals nach dem Geheimtipp, wie die denn so eine Machete schärfen würden. Die müssen das ja eigentlich können, ne? Okay, ich habe hier einen von den Bauarbeitern gefunden, der sagt, er weiß, wie man eine Machete schärft. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und ich habe ihn auch gefragt, ob wir ihn filmen dürfen. Also eigentlich hier meine spanische Freundin. Guck mal, you are my Spanish girlfriend. Weil ich habe keine Ahnung, wie man Spanisch fragt, ob man eine Machete schärft und das bei YouTube reinstellen darf. Oh, geil. Nice. Guck mal. Guck mal. So ein Werkzeugschuppen, ne? Ist doch bei allen Männern auf der ganzen Welt gleich. Ja. Ah, guck mal, da haben wir die Pfeile gefunden. So, Ernesto sagt, so wird das hier gemacht. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Aha, ganz wichtig, die Einfußtechnik im Türrahmen. Okay, also im Prinzip macht er nichts anderes als wie mit dem Schleifstein, nur dass er halt hier mit der Feile den ganzen Kram richtig ordentlich runterhobelt. Da geht er auch nicht richtig zimperlich bei vor. Der Winkel ist ihm auch ziemlich scheißegal, er macht das einfach. Ganz pragmatisch, ist ja einfach ein Werkzeug, das muss hier fetzen. Der weiß wahrscheinlich gar nicht, dass er irgendeinen Winkel einhalten muss, sondern er macht das einfach. Und genauso empfehle ich euch das auch. Macht euch nicht so viel Kopf. Wenn ihr jetzt natürlich ein 1000-Euro-Messer habt, weil ihr euch irgendwie ein handgemachtes besorgt habt oder so, ja, damit müsst ihr ein bisschen wissen, was ihr tut. Aber ansonsten nehmt eure Messer. Messer sind Werkzeuge und die wollen einfach geschärft werden. Ja, weil besser, ihr schärft das Messer nicht optimal, aber es ist geschärft, als dass man es gar nicht schärft. Das ist geil. Let me see. So, wir gucken mal. Uiuiui. Muy bien. Okay. Ernesto? Muy bien. So, wir gehen jetzt mal wieder hier runter. Er sagt nämlich, ich habe herausgefunden, Ernesto ist hier der Gärtner und eigentlich auch so der Hausmeister und so der Mann für alles. Oha, hier sind die fleißig am Bauen. Ah, das gibt auch einen geilen Bungalow hier mit dem Blick, ne? Den würde ich gerne mit nach Deutschland nehmen, aber naja. Ja, also Ernesto ist der Gärtner und der Hausmeister und der zeigt uns jetzt, wo hier der richtige Einsatzzweck für die Machete ist. Klar machen wir die Kokosnuss noch klein, aber er sagt, da vorne muss ganz viel Gestrüpp weg. Ich will ja ein bisschen hier spielen und jetzt ausprobieren, wie gut die Machete fetzt und wie die so ihren Job macht. Ich bin hier übrigens in Guatemala am Lake Atitlan gelandet. Okay. Ernesto bittet um die Machete. Okay. Sí. Okay, also entasten. Das geht echt gut, ne? Oh, ich mag den Klang. Hier oder there? No. Ahí? Okay. Oh, muy bien. Okay, also er muss den Weg hier frei machen. Ja, das ging gut. Zick, zack, Huckepack. See. Das war geil. Okay, what else? This? No? No? Okay, ich glaube, wir machen mit der Kokosnuss weiter. Er kriegt schon Angst vor den bescheuerten Deutschen hier. Also eins habe ich auch festgestellt. Egal, wo ich auf die Welt hinkomme, die Leute merken, ich habe einen an der Waffel. Oh ja. Uno, dos, tres. Warte mal. Uno. Dos. Tres. Oh, cuatro. Aber das geht echt gut, das bringt Spaß.
Das bringt Spaß. Ja, das ist echt zip. Das ist ganz easy. No? Ja, jetzt ist der Weg hier wieder frei, aber ich bin ja ein bisschen größer. Guck mal, das ist ein geiles Gartenwerkzeug. Ja. Ich werde hier zurückgehalten. Ja? Okay. Hier? Ich mag den Klang echt gerne. Hört mal. Ching. This? Ching. Geil. Das auch noch? Sí? Okay. Muy bien. Die Tamara hier hat sich gerade todesmutig angeboten, weil sie hat ja schon die Machete in der Hand. Hat gesagt, okay, ich schneide die Machete. Ich machete die Kokosnuss. Also ihr wisst schon, was ich meine. Sie macht jetzt einmal Kokosnussmassaker und wir holen den Kram mal her. We do it here or somewhere else? I think we can do here. Not yet. Okay, that's the place for coconut massacre. Okay, wieder zurück zur Butze. Gracias. Hey Katze. Ja, die weiß schon, wo es hingeht. Hier haben wir nämlich 2 Kokosnüsse. Dicke Spinne. Alter. Eieieiei. Kokosnuss. So, jetzt ist es allerdings so, dass der Ernesto, wo ist mein Diamantleder? Da. Der Ernesto hat genau das gleiche gemacht, was ich jetzt auch mit dem Diamantleder mache, nur natürlich ist seine Feile viel gröber und ich merke, hier ist jetzt noch ein fetter Grat und den Grat, den schleife ich jetzt noch weg. Ihr könnt das Diamantleder auch wirklich wie eine Feile benutzen. Ne? Ihr müsst nicht immer das Messer nehmen und auf dem Diamantleder arbeiten, weil geht zwar, aber das ist ziemlich mühsam, sondern ihr könnt das auch natürlich umdrehen und einfach das ganze Messer wie mit der Feile, genauso wie Ernesto das gemacht hat. Könnt ihr auch machen. Also gerade bei größeren Werkzeugen ist das echt eine gute Alternative. Okay. Can you take both? Yeah. Okay. I have the machete. Oh, she take everything. You're doing good. No, don't not the Rihanna's way. Also ich wette um einen Kokosnuss-Milchshake, dass sie innen drin die Kokosnuss anhaut und der ganze Saft gleich rausläuft. It's not that easy, huh? No. Also hier ist immer so ein Typ auf dem Hippie-Highway, so heißt hier diese Straße, die vom Dock losgeht. Und er macht das so völlig tiefenentspannt und routiniert. Aber so einfach ist das gar nicht. Au. Okay, sie hat einen Glückstreffer gelandet und hat das Ding direkt an der richtigen Stelle aufgemacht. With pieces. Ich habe noch eine zweite, mit der probiere ich das gleich mal aus. Aber man muss echt aufpassen, dass man sich nicht die Finger abhackt, weil ihr habt ja gesehen, wie leicht das geht. Ne? Und wenn du mit der Machete einmal so, zack, ist der Daumen ab. Also deswegen, wenn ihr sowas zu Hause nachmacht, seid echt vorsichtig. So, da kommt sie wieder angeflogen, hat gerade eine Tasse geholt. Ich habe ihr ja vorgeschlagen, sie könnte jetzt mal so aus der Kokosnuss das Ganze so in ihren Mund, aber da hat sie gesagt, nee, dann sauge ich mich ja total ein. Oh. Da ist ganz schön was drin in so einer Kokosnuss, ne? Wow, is there more? Yeah. Oh, really? Yeah. Okay, put it inside. Oh, oh. Alter. Und
Ich meine, guckt euch mal meine Hand an und die Tasse. Also ich würde sagen, das hier sind irgendwie fast 400 Milliliter oder sowas, die wir jetzt hier rausgeholt haben. Jetzt will sie natürlich sehen, was da drin steckt. Not yet. Not yet. It's strong, huh? Also die geht gar nicht so leicht auf, die wehrt sich. So what's inside? The people is a little meat, but not so much. Ach, guck mal, das ist gar nicht wie diese Kokosnüsse, wo bei uns immer so das ganze Kokoszeug drin ist, sondern die ist noch ziemlich ja, glitschig und weich innen drin. Also die hat noch nicht diese harte braune Schale. Oh, das schmeckt ganz anders als so der Kokosnusszeug, was wir bei uns im Tetrapack kaufen. Ist ja klar, ihr haltet mich für bescheuert, aber ist meine erste Kokosnuss. Oh, wow, that's good. Okay. Guckt euch das mal an. Alter. Das hat gut gebrezelt. Okay, das probieren wir gleich nochmal. Ja, Mann. So, jetzt gucken wir mal. Oh, oh, da ist sie. Schaut mal, das ist die Kokosnuss, bevor sie eine Nuss wird. So sieht die hier aus. So ein glitschig Zeug da drin. Kann man das essen? Bestimmt. That's not bad. That's good. Die haben wir hier schon seit einer Woche rumliegen und ich wusste nicht, wird die irgendwann schlecht, aber nö. Und wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie es weitergeht, ich werde nämlich da hochgehen und jetzt mal in der Ferienwohnung mir die ganzen Messer anschauen und die mal alle der Reihe nach durchschärfen. Und dann fachsimpeln wir noch mal ein bisschen, wie so Messer auf der anderen Seite der Welt aussehen. Und wenn ihr da Bock drauf habt und auf mehr Massaker von allen möglichen Sachen und wir noch ein bisschen hier Spaß zusammen gemeinsam haben, bevor es wieder in die Messerschmiede nach Deutschland geht, dann abonniert am besten unseren Kanal und setzt die Glocke. Bis bald!